des Einzelnen. Das heißt, wenn ich bin der CSO oder CISO, bin ich nicht die Verantwortliche für Sicherheit. Nicht ich alleine, das ist die gesamte Unternehmer, die Mitarbeiter, die Führungskräfte, die Unternehmer. Wenn ich sage Unternehmer, geht nur quasi nicht nur um die Führungskräfte oder die Mitarbeiter, aber zum Beispiel Stakeholders oder die IT-Systeme, die werden benutzt für diese Business Justification. Das heißt, die Verantwortung auf Sicherheit liegt nicht nur um die Hände auf eine Person, aber um viele Sachen. Und das Thema ist Zusammenhang zwischen Mensch und Technologie im Kontext von Informationssicherheit und Innovation. Man könnte sagen, viele Leute versuchen heute in Cloud-Technologie zu implementieren, aber meistens, die haben dieses Konzept Move and Shift oder Shift and Move. Also ich nehme, was ich jetzt habe, egal ob es sicher oder nicht, und dann packe ich irgendwo in der Cloud. Und das sind quasi die Sachen, wo diese Innovation heutzutage und Sicherheitskonzept nicht richtig passt. So, Einführung. Also es wäre geschätzt, dass also bei 2022 wäre quasi mehr als $6 Billionen kosten für Cyberangriff und diese ganzen Sachen. Und wir wissen, dass viele Unternehmen, die versuchen, alles zu machen. Die kaufen jede IT-Systeme, viele Firewall, also quasi Hardware-Firewall und Software-Firewall und auch quasi Antivirus, EDR, IPS, alle Sachen werden gekauft. Alles. Also man versucht, alles zu machen. Und was ist die Motivation von den Hacker heutzutage? Es ist so, dass man sagt, 90% von den Angreifer macht das wegen finanzieller Gewinn. Und man würde sagen, dass andere machen das wegen Spionage. Aber ich sage immer, 10% von Hacker sind Hacker-Kiddies, die versuchen auch zu machen und zu sagen, oh, guck mal, ich habe geschafft, diese Unternehmer zu hacken oder diese ganzen Sachen. Das sind quasi die Motivation von diesem Cyber-Hacking heutzutage. Und woran sie interessiert sind, also von meiner Perspektive, was die Hacker gerne interessiert sind die quasi die gedruckte Dokumente, Computer gespeicherte Daten, die werden auf Speichermedien gespeichert, also Daten speichert oder in der Cloud und quasi gesprochene Informationen, zum Beispiel, wenn ich irgendwo bei der Bahnhof und ich versuche mein Chef zu sagen, oh, wir sollten quasi diese Unternehmer 2 Millionen Euro bezahlen. Und das sind die Kontonummer oder das sind die Günstiger oder diese ganzen Sachen. Dann steht die Hacker neben mir und dann kann der alles mithören und dann kann der quasi mit Social Engineering quasi, das wäre auch quasi eine Form of Social Engineering, auch quasi unsere Unternehmen hacken. Oder Bilder können die auch versuchen, diese Bilder auch zu benutzen. Und dann kommt die Frage, wer ist bedroht heutzutage? Ich sage, nicht nur die Menschen, aber die Finanzinstitute, Hotels, Regierungen, Industrie, die Mensch, Technik und so weiter. Wir sind alle bedroht heutzutage in die Cybersecurity-Konzept. Und dann sage ich immer, was wird heute getan, um die Maßnahmen zur Informationssicherheit zu verbessern? Viele Unternehmen haben viele Sachen gemacht und zum Beispiel Software Security Packets. Also wir kennen heute, egal wo wir gehen, haben wir viele Software Security Packages. Zum Beispiel Kaspersky, wie heißt nochmal, McAfee, Defense, Norton. Viele Sachen haben wir heute. Oder wenn es geht nicht um die Software, haben wir quasi auch Technologie-Verteidigungsmechanismus, zum Beispiel Firewall, oder man sagt ja zum Beispiel Intrusion Preventive System, Intrusion Detective System, Network Intrusion Detective System und diese ganzen Sachen. Wir haben viele Hardware- und Software-Mechanismus, quasi Verteidigungsmechanismus, diese Cyberangriff zu verteidigen. Und trotzdem haben wir auch quasi Security Operation Centers. Man versucht zu sagen, okay,
wenn die Hardware oder diese Software diese Angriffe sammelt, diese Logfiles sammelt, wir brauchen quasi Expertise, die all diese verstanden haben, quasi wie Alert zu sagen, das ist eine Sicherheitsproblem oder das ist quasi eine False Alarm oder diese ganzen Sachen. Dass wir brauchen eine Center, die uns weiter außer die unseren Mechanismus auch zu verbessern, dass wir diese Sicherheit-Awareness quasi bekommen. So, was noch wäre heute gemacht? Mitarbeiter IT-Sicherheit bewusst sein. Man konnte sehen von diesen 5 Leuten, dass eine liest etwas, konnte sein, dass das ist die Sicherheitsschulung, zum Beispiel, was man muss quasi machen. Die zweite auch liest etwas. Die dritte, der findet sich, nö, das interessiert mich nicht. Die vierte Dame auch, nö, das habe ich keinen Bock. Und dann die fünfte, quasi die Führungskräfte, der sagt, nö, ich bin die Boss hier, warum sollte ich das mitmachen? Also bei mir passiert gar nichts. Und der Resultat heute, obwohl wir diese ganzen Mechanismus, diese SOC, also dieses Security Operations Center, Virus, Geld, alles und dieses Zertifikat wie ISO 27001, PCI, DSS, NIST und diese ganzen Sachen, alles, trotzdem haben wir 2020 3,3 Millionen Account-Datenverlust. Das ist zum Beispiel 2019 war auch das gleiche vom Check Free Corp. Dann wir kennen N26, das ist auch eine Fintech Deutschland Unternehmer. 2016 hatte mehr als 400 Millionen Daten auch verlost. Und hier habe ich 400, aber das war 400 Millionen. 2014 hatten wir auch quasi ein paar Sachen, das gleiche mit Heartland Payment Systems. Das war 130 Millionen Customers-Daten wäre auch verlost. JP Morgan und diese ganzen Sachen. Und jeder von diesen Unternehmen haben quasi ISO-Zertifizierung, alle Zertifizierungen, die man würde sagen, die sind compliant zu einer bestimmten Regulatory, aber auch trotzdem haben die diese ganzen Sachen, diese IT-Bewusstsein, Security Operations Center, Technologieverteidigung, Antivirus-Software, die haben alles implementiert. Und außerdem mit die ISO Compliance auch mitgemacht. So, man fragt sich Auslöser für die Hacker, obwohl die ganzen Unternehmen diese ganzen Sachen machen, warum gibt es immer noch diese Auslöser für die Hacker, dass die Hacker immer noch trotzdem das Möglichkeit hat, immer uns zu hacken. So, da komme ich hier und sage, naja, es konnte mehr Punkte sein, aber ich habe ein paar hier einfach angegeben. Zum Beispiel die Schwach-Richtlinien zur Informationssicherheit. Und wenn ich diese Schwach-Richtlinien zur Informationssicherheit meinte, ist, dass es gibt Unternehmen, entweder die haben keine Information Security Richtlinien für die Mitarbeiter oder die haben das, aber niemand liest diese Dokumente. Oder die haben das, aber es werde nicht aktualisiert oder die haben das und niemand weiß sowieso, wo das liegt. Oder die haben das, aber es gibt keine Sicherheitssachen, wo die Mitarbeiter werden verstehen, was ist Phishing-Attack, wie soll ich mit umgehen. Und diese ganzen Sachen fehlt auch manchmal in diese, diese Sicherheit für Mitarbeiter, quasi diese Richtlinien. Außerdem gibt diese Informationssicherheit viel Einschätzung. Viele Leute denken, nee, das passiert bei uns nicht. Zum Beispiel, man könnte sagen, warum sollen wir was machen? Sowieso kann jeder Hacker die NASA uns hacken, wenn die wollen. Oder man könnte sagen, warum sollen wir das machen? Wir sind gesichert. Jeder Unternehmer, wo man sich hingeht und fragt, wie sieht eure Sicherheitsperspektive aus? Die werden sagen, nee, bei uns alles gut. Wir sind gesichert. Niemand hat uns gehackt. Aber es ist so, dass die wissen nicht, dass jemand hat sich gehackt, weil zum Beispiel es gibt Schatten-IT. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann seine Daten irgendwo liegen, von mir aus, irgendwo from einem Drive oder from Google Cloud oder from iCloud oder welche Cloud, kann man die Daten da speichern.
obwohl die IT-Manager oder die Unternehmer selbst das nicht weiß, dass diese Daten irgendwo liegt. Und meistens das sind persönliche bezogene Daten, die ganz, ganz wichtig für die Unternehmer sind. Und dann, die dritte Punkt ist der Mangel an menschlicher Threat-Intelligenz. Das ist die Bedrohungsanalyse. Wenn diese menschliche Threat-Intelligenz nicht in der Sicherheitsrichtlinien dasteht oder dass die Mitarbeiter werden geschult, bezüglich auf diese Intelligenz zu bekommen, das ist auch quasi eine Fehleinschätzung, wo meistens die Hacker versuchen, diese Mitarbeiter durch Social Engineering auch die Unternehmen zu hacken. Dann gibt quasi diese fehlende Investition in ISS-Schulung und Training. Viele Unternehmen, die sind nicht vorbereitet, die Mitarbeiter zu schulen. Also die machen das, aber die suchen einfach für ein Online-Produkt, die einfach meistens mehr fokussiert um Compliance oder Datenschutz, aber nicht mehr um die Information Sicherheit Konzept. Und diese Investment ist auch ein bisschen schwach in vielen Unternehmen. Und dann gibt die fünfte Punkt, das kennen viele Leute. Es geht um diese Führungskräfte, die nicht bereit sind, diese Mitarbeiter zu motivieren oder die selbst, die nicht bereit sind, quasi die Sicherheit Pusher auf die Unternehmen zu verbessern, weil die glauben, dass die sind die Leaders und die brauchen sowas nicht. Oder die Sicherheit wird als ein Produkt betrachtet. Man sagt, okay, Mitarbeiter, wir machen heute dieses Jahr eine Sicherheit-Awareness-Training, das war's. Das ist ein Produkt, es ist fertig. Aber Sicherheit ist kein Produkt, es ist ein continuous Prozess. Das heißt, man muss quasi immer wieder und wieder wiederholen. Weil wenn man das nimmt von den Menschen, die werden alles vergessen. Und quasi überflüssige Infektion in IT-Sicherheitssysteme. Das habe ich vorhin gesagt. Wir kaufen heute quasi jede Antivirus. Wir nehmen diese SOC, wir nehmen quasi diese Hardware-Mechanismus. Alle Sachen werden gekauft. Aber meistens, diese Sachen helfen uns nicht, diese Sicherheit zu verbessern. Und dann ungesicherte Softwareentwicklung. Es gibt, wenn man sagt quasi die Sicherheit auf Mitarbeitern, es geht auch um, dass es gibt ein Unternehmen, die haben In-house-Entwickler, Abteilung, und die müssen auch geschult, wie man quasi die Software, die die Mitarbeiter benutzen würde, auch quasi richtig programmieren. Man sagt quasi Sicherheit by Design. Und auch die Kultur. Die Kultur ist quasi zum Beispiel, wenn es gibt eine IT-Sicherheit oder IT-Regulatory in den Unternehmen, wo man sagt, das dürfte man nicht machen, Passwort sollte so gemacht, also diese Policy. Aber zum Beispiel, wenn jemand diese Policy verstößt, wäre nicht passiert, weil zum Beispiel die CEO ist ein Freund oder die Freundin von einer von den Mitarbeitern, nö, bei mir passiert gar nicht, wenn etwas passiert, gehst du der CEO oder so. Und das sind diese Kultur, wo meistens es werden nicht funktionieren heutzutage. Und dann auch gibt diese aktuelle Sicherheitstechnik, kann Cyberdrohnen nicht vollständig abwehren. Wie gesagt, diese ganzen Softwares und Hardwares und diese ganzen Sachen hilft uns nicht. All dies führt zu Phishing-Angriff, Insiderbedrohung, ungestrengter Zugriff, System-Network-Ausfall, fehlende Dokumentation ist ganz, ganz wichtig. Unkenntnisse über Viren und Malware und Ransomware. Das heißt, die Mitarbeiter verstehen eigentlich nicht, was heißt Viren, was heißt Malware, was heißt Ransomware, wie passiert das. Die Mitarbeiter wissen diese ganzen Sachen nicht. So, ich glaube, dass die Fragen, dass man konnte fragen ist, wie können wir den Problemen der Mangelbewusstsein und die bereits bestehende Mentalität umgehen, das System verändern zu wollen? Oder wie können wir Entscheidungen triggern innerhalb des Unternehmens über die Bedeutung der Implementierung einer Cybersicherheit-Infrastruktur aufklären? Oder man könnte sagen, bis zu welchem Grad kann man die Lücke zwischen Technologie und Menschen schließen? Wie man vorhin verstanden habe, dass diese ganzen Sachen zwischen Menschen, die Menschen verstehen nicht, was Phishing ist, die Menschen verstehen nicht, was Ransomware, die Leute haben neue Systeme in den Unternehmen, die wissen nicht, was sollte mit gemacht. Ja, wir können einfach draufklicken, aber was ist mit den Patches? Wer dokumentiert das? Wie ist mit dem Sicherheitspaket? Diese ganzen Sachen
werde man nicht geschult. Und die letzte Frage wäre quasi, wie können wir eine Kultur der Cybersicherheit und das Sicherheitsbewusstsein implementieren? Also ich denke, dass meine Zeit läuft, aber ich versuche Umgang mit den Problemen. Meine erforderlichen Parameter, quasi, es geht um 4 Sachen. Normalerweise der CIA-Triangle sagt 3 Sachen, aber meistens packen wir eine dazu. Das ist die Vertraulichkeit auf die Daten, Integrität auf die Daten, Verfügbarkeit auf diese Systeme oder die Daten und dann quasi die Authentifizierung auf die Zugriff. So, die Sicherheitsmaßnahme. Die Lücke zwischen Menschen und Technik schließen. Wir müssen erstmal die Führungskräfte schulen. Die müssen verstehen. Die müssen mitmachen. Die müssen aktiv sein. Die sind nicht nur Spectators. Die sind keine Zuschauer. Die sind dabei. Die muss mitspielen. Die Mitarbeiter. Jeder muss mitmachen. Wir müssen alle mitnehmen. Egal, ob der Mitarbeiter versteht oder nicht, muss der mitmachen. Es sollte Konsequenz da sein. Es ist nicht wie ich mag, wenn ich möchte, weil ich habe andere Sachen, wichtige Sachen zu tun. Das ist kein richtiger Spruch. Die Technologie sollte verbessern. Wir müssen nicht nur einfach viele Sachen kaufen, obwohl wir nicht verstehen, wie wir das benutzen. Oder wir quasi diese Vendor nicht fragen, was ist mit dem Sicherheitspaket? Wann kommt dieses Sicherheitspaket? Können wir das benutzen? Quasi diese ganzen Sachen. Und dann die Partners, unsere Stakeholders. Eine Sache, dass ich sage immer, dass Stakeholders sind ganz, ganz gut in Information Security Policy implementieren und Compliance. Weil, wenn ein Unternehmer weiß, nehmen wir zum Beispiel in Deutschland, sagen wir haben quasi, jetzt kommt dieses neue Gesetz, IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Ich finde das super, weil das werden viele Unternehmen jetzt sagen, geh, mach das. Weil die BSI wäre quasi, also von BMI, jetzt hat die Auftrag bei BSI, werde quasi sagen, ja, mach das und nicht einfach, ich mag das, wenn ich möchte. Und das finde ich besser, dass die externen Partners oder die sind kein Partners, aber die sind Partners, weil die könnten gerne die Führungskräfte auch ein bisschen pushen, um diese Sicherheitssachen zu verbessern. Die Logik, die Procedural, wie sollen wir das machen, wenn etwas passiert? Security Incident, was ist Security Incident? Was muss passieren, bevor wir quasi das einschätzen als Security Incident? Meistens viele Leute verstehen nicht. Wenn man sagt, die Incident ist auch quasi Vertraulichkeit, quasi die Daten, die Integrität, die Verfügbarkeit auf das System. Viele Leute verstehen das nicht, weil die denken, naja, wenn das System nicht funktioniert, heißt nicht, dass es ein Security Incident. Aber nehmen wir zum Beispiel, wenn ein System nicht funktioniert, erstmal man weiß nicht, ob es ist ein DDoS-Attack oder DDoS-Attack oder jemand, weil diese Insider bedrohen, der hat quasi der sauer, der hat einfach die Steckdose ausgezogen oder das System hat ein paar Updates, normal Updates, das muss gemacht. Das heißt erstmal die Verfügbarkeit muss erstmal kontrolliert und dann muss man am Ende ein Ergebnis kommen und sagen, oh, das ist nur eine normal Patches oder so, das ist kein Incident oder so. Und hier habe ich quasi diese NFC, das war eine von meiner Doktorarbeit. Und da habe ich quasi diese 6 Construct, das sind erstmal die Cyber Threat Intelligence sollte verbessern, die Stakeholders sollte zum Beispiel, die sollte auch mitspielen, wenn wir externe Partners haben, die wir quasi ihre Daten bei uns verlagern oder so, die müssen auch zu uns kommen und sagen, Jungs, ihr solltet aufpassen, jetzt gibt diese GDPR und diese ganzen Sachen, ihr solltet unsere Daten richtig aufpassen. Und Daten aufpassen ist nicht nur die Daten verschlüsseln oder etwas, aber die Mitarbeiter, die auch mit diesen Daten umgehen. Viele Unternehmen haben ihre Daten nicht verschlüsselt, keine Ahnung, weil die meinte, dass wenn die das macht, quasi die Legacy-System werden nicht mehr funktionieren. Und auch quasi die Organizational Commitment. Das heißt, jede Person sollte mitmachen. Also alle sollte Participators, aber nicht Spectators. Und dann gibt die Information Security Misperception. Das heißt, die Führungskräfte und die Mitarbeiter sollten verstehen, dass Sicherheit ist wichtig, das ist kein Produkt. Es ist ein weiterer Prozess. Das heißt, es werde jedes Tag wieder aktualisiert, weil die Hacker, die versuchen immer neue Technologie auszufinden. Heutzutage kann die einfach unsere Wasser
auch kontrollieren, wie viel Wasser wir quasi zu Hause verbraucht oder so. Dann auch quasi diese Invest in, dass man nicht viel Geld in die Security ansteckt, aber man versucht viele Systeme zu kaufen und dann versuchen die Security als eine nicht so wichtige Sache zu sehen. Oder die Security Budget werde mit der IT Budget verkoppelt, das heißt die Security werde immer ein bisschen unterdrückt. Und dann quasi diese Security Intelligence sollte auch verbessern vom Mitarbeiter, die IT-Leute und alle Leute. So, am Ende, wenn man das alles macht, ich sage immer, das ist keine Produkt. Das heißt, man muss erstmal diese ganzen Sachen etablieren, implementieren, operating, monitoring, nochmal reviewing und dann immer wieder erweitern, maintainen und dann quasi improven. Und ja, zu beachten Punkte, das ist, bevor ich hier ende, man muss quasi häufiger schulen, alle Mitarbeiter, IT-Asset klassifizieren und verhindern vom Schatten IT, Sicherheitsanforderungen, gesetzliche Vorschrift, Risikobewertung und quasi Einrichtung eines organisatorischen Control oder quasi, wenn man das nicht hat, mit der ISO 27001 zu arbeiten. So, das war's. Ich denke, ich habe meine Zeit sehr gut geschafft. Vielen Dank.